Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal und viel Spaß mit dem Video. Ich bereite mir hier mal schnell eine Struktur vor. Also auch eine Struktur kann man mal schnell herstellen. Das ist gar nicht kompliziert. Also wie man eine Paste macht, weißt du, du kannst sie dir auch lagern, also du kannst sie auch herstellen und auch zur Seite stellen. Ich gebe heute noch ein bisschen Sand dazu, möchte auch krakelieren, und beim Krakelieren trockne ich ja sowieso gleichzeitig meine Leinwand. Also ich kann dann danach auch gleich weiterarbeiten. Also eine kleine Strukturarbeit zwischendurch finde ich auch immer wieder schön, und man muss sich dann nicht so viel überlegen. Das Malen geht so einfach. Ich möchte eine feine Sandstruktur, also ich nehme hier feinen Sand und den ziehe ich jetzt ganz einfach mit in meine Paste mit hinein, und dann werde ich das gleich föhnen. Und ja, dann werde ich damit auch gleichzeitig krakelieren. Also ich habe jetzt nicht viel Paste benutzt und reibe jetzt hier den Sand richtig in die Paste hinein. Ich arbeite eher so ein bisschen mittig. Drehe dir auch einfach die Leinwand so, wie du möchtest. Ich überlege gerade, es war jetzt nicht so schlau, den Kunststoffspachtel zu benutzen. Weil da eben so kleine Körner auch den Kunststoff zerstören können, und das wirst du beim nächsten tollen Bild, was du spachtelst, also mit Farbe, dann eventuell merken. Dann entstehen nämlich kleine Streifen mit in dein Werk, was wiederum auch interessant aussehen kann. Also probier es aus. Auf jeden Fall, wenn das so ist, dann weißt du, woran es liegt. Du kannst also auch einen Spachtel aus Metall benutzen, denn hier sehe ich schon, da sind so ein paar Risse schon mit drin. Du kannst jetzt zuschauen, wie die Risse entstehen, und das ist natürlich toll. Der Föhn ist ein bisschen nervig, aber damit trocknest du eben jetzt auch deine Leinwand und du kannst danach direkt weitermalen. Also das ist doch schön. Und es gibt auch warme Hände, nämlich ich habe irgendwie Eishände gerade. Ein Borstenpinsel. Und jetzt verteilst du die Farbe, und du siehst jetzt schon mit dem Farbauftrag, wie du die Höhen und die Tiefen betonst. Und das alleine macht schon wieder so viel Spaß. Also hier kannst du dich jetzt so richtig schön drauf auslassen und gucken, was entsteht. Also das finde ich immer so besonders schön an diesen Strukturen, dass du so schnell und so leicht einfach dich in die Malerei begeben kannst und dich so vertiefen kannst, fokussieren kannst und deine Gedanken einfach kommen und gehen lassen kannst. Ich nehme jetzt etwas mehr von dem Braun und verteile das und mische das so direkt auf der Fläche. Also so habe ich immer eine Verbindung zu dem dunkleren Ton und mische das und gucke mal. Du kannst auch gut mit Wasser arbeiten. Also das zieht so schön dann in die Risse ein, und die werden da so toll mit betont.
Und jetzt kannst du dir ein Tuch nehmen und auch wieder die Farbe so leicht abwischen und dann wird es insgesamt wieder heller und ja, dann kannst du es auch wieder trocknen lassen. Du kannst dann auch nochmal Farbe drauf geben. Ich zeige dir das hier nochmal von nahen. Also einfach leicht abwischen, ein bisschen verwischen und schon betonst du die Tiefen ganz schön. So kannst du ganz einfach und schnell mal zwischendurch kreativ werden, ohne dass du dir großartig Gedanken machen musst. Und ich finde, das Bild passt ganz gut jetzt auch in die Jahreszeit, finde ich. Und du kannst natürlich dann auch wieder das weiter verändern, weiter farblich abändern oder auch einfach so lassen und dekorativ irgendwo hinstellen. Das finde ich ja einfach immer ganz schön. Ja, also viel Spaß beim Malen, beim Strukturen schaffen, beim Krakelieren, bei all dem. Das gehört alles mit zur Malerei dazu und da fängt die Malerei auch schon an und du kannst dabei schon vollkommen abschalten. Zu Strukturen wird es immer wieder ein Video geben, also das mag ich einfach total gerne, weil es im Prinzip sehr einfach ist und deine Kreativität eben einfach auch fördert. Oder meine. Ja, meine auch, natürlich. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Vielen Dank für eure so vielen freundlichen Kommentare. Das bereichert mich so ungemein. Das ist so wertvoll. Also vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche dir einen ganz schönen Sonntag. Tschüss. Wie immer am Ende auch noch der Tipp oder beziehungsweise die Verbindung auch zu dem Buch. Also ich habe in dem Buch auf Seite 17 etwas über die Ebenen geschrieben und das passt natürlich bei der Struktur perfekt. Also die Höhen und die Tiefen, da lest doch nochmal etwas dazu, dann verstehst du das vielleicht immer auch etwas besser. Also in der englischen Ausgabe ist es immer 2 Seiten weiter. Also Dankeschön und ganz viel Spaß, einen ganz tollen Sonntag für dich. Bis nächste Woche. Tschüss!